Was geht ab, Freunde? Heute schauen wir uns zusammen 5 echte Helden an. Lasst auf jeden Fall schon mal direkt ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Let's go! The Amsterdam Samaritans. In Amsterdam, the Netherlands, a woman parks her car in a space near one of the city's famous canals. However, as she steps from the car, it begins to roll forward toward the canal. Okay, ich übersetze wieder für euch. Eine Frau in Amsterdam parkt in der Nähe von so einem Kanal eben und dann steigt die halt aus und das Auto beginnt zu rollen. Ich kann mir schon vorstellen, auf jeden Fall in welche Richtung es geht. Ich denke mal, ihr wahrscheinlich auch. He is still inside. The mother jumps back inside the car and tries to free the toddler, but she's too late. The car careens off the bank and lands in the canal. The automobile quickly begins sinking, with the mother and her child still inside. Heroic passerby immediately. Okay, jetzt check ich das erst. Die Mutter und das Kind sind noch im Auto drin. Weil die wieder rein wollte und hat versucht, das Auto halt noch abzubremsen. Und das Kind war scheinbar auch noch im Auto drin, okay. Began jumping into the canal to rescue them. First one, then another, and another. In all, 4 men dove into the canal to save the woman and her child from the rapidly sinking car. The mother and her baby were taken to the hospital with minor injuries and have now fully recovered. The supermarket rescue. Okay, das war auch schon der erste Clip sozusagen. Ja, auf jeden Fall krass. Ich dachte erst, dass das Kind da irgendwie, also ich habe gerade erstmal nicht gecheckt, dass da noch ein Kind mit drin ist und dass die Mutter dann auch noch mal in dem Auto mit drin war. Ich dachte ja nur, das Auto ist reingerollt und irgendwie haben die es geschafft, das noch aufzuhalten, keine Ahnung. So ist natürlich schon noch mal um einiges krasser. In Perth, Australia, one ordinary night at an IGA supermarket became anything but ordinary. As patrons line up at the cash register, suddenly a woman comes running to the front of the store in a panic, screaming, "Help my baby, she's not breathing." The hysterical woman hands in einem Supermarkt eine Frau mit einem Baby, das gerade keine Luft mehr bekommt. her 2-year-old child over to the strangers at the counter, then frantically runs from the store to alert her husband, who is in the car outside. Okay, die lässt das Kind bei Fremden, geht raus und möchte ihren Mann holen. Rowan O'Neill, a construction worker with no medical training, springs into action. O'Neill begins checking the child's airways for any signs of blockage. At this point, the child's father runs into the store. Okay, der Vater kommt auch rein. Ich bin gespannt, wer dem Kind jetzt genau hilft, der Fremde sozusagen oder der Vater. And helpless, he lapses into a panic at the sight of the lifeless body of his baby girl. Okay, also der Vater bekommt auch Panik, verständlich natürlich. Und dann hilft ihm jetzt wieder der Rowan Fremde. O'Neill lifts the child onto the checkout counter, and going solely on instinct and vague memories of a one-day CPR class he'd taken in high school 10 years earlier, he begins. Okay, also der Vater, nee, nicht der Vater, sondern ich meine der Fremde, war vor 10 Jahren ungefähr auf der Highschool und hat da so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, hat sich wieder daran erinnert und macht jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung bei dem Mouth-to-mouth Baby. resuscitation on the child. After over 90 seconds, the girl finally starts breathing and Nach opens 90 Sekunden her eyes. atmet's wieder. Okay. Rowan alerts the Heftig. hysterical father. The girl's life has been saved. The 2-year-old girl spent one night in the hospital being treated for a high fever and was then able to return home, healthy and happy. Ich glaube, die Mutter ist gar nicht mehr mit reingekommen, wahrscheinlich weil das für die so krass war, dass sie gar nicht mehr mit rein wollte, oder? In Brooklyn, New York, a 7-year-old autistic girl somehow manages to climb through a 3rd-floor apartment window and stands on top of the air conditioning unit. High above. Okay, ein kleines Kind, also das ist so ein hohes Haus und da gibt's so, das kennt ja jeder, so diese, für die Belüftung sozusagen. Und da steht das Kind scheinbar drauf oder drin. High above the concrete sidewalk below, she dances back and forth, unaware of the danger that she's in. A local resident, Stephen St. Bernard, sees the young girl in danger and without hesitation, immediately runs over to the building. He is fearful of the worst, that both the girl and the heavy air conditioning unit may come crashing down to the sidewalk below. Nevertheless, he stands his ground, determined to save the young girl. Sure enough, the girl trips and comes tumbling to the ground as screaming witnesses look on. Okay, das war krass. Das Kind ist runtergesprungen, beziehungsweise ist runtergesprungen und der Mann hat es unten aufgefangen und das ist ja schon nicht ganz, also das ist schon ein ganzes Stück hoch. Das ist zwar nicht so überheftig hoch, aber trotzdem, wenn du da runterfällst, ist jetzt nicht unbedingt gut. Würde man zwar wahrscheinlich überleben, aber wäre jetzt nicht unbedingt so gesund und der Mann hat es wirklich geschafft, das Kind wirklich aufzufangen. Das ist krass, weil man muss das schon richtig einschätzen können, weil es ja nicht einfach so, dass man nur die Hände hinhält und dann fällt das Kind so in die Hände rein, sondern du musst ja genau berechnen oder beziehungsweise bedenken, wie fällt das Kind runter, in welchem Winkel, welchem Abstand. Dann musst du genau da deine Hände hinhalten und musst das fangen. But Stephen St. Bernard catches her, saving the girl from an almost certain death.
Stephen St. Bernard suffers a torn tendon in his left arm from his heroic catch, but the girl is unscathed, not even suffering so much as a scratch. People here say you're a hero. Do you agree with that? No. Okay, er meinte gerade zu ihm, dass die Leute hier sagen, dass er ein Held ist und dann, ob er da halt zustimmt und er so, no. The hero's a sandwich. I just saw a kid and that's it. You did more than that. Well, I would do the same for any kid. I do it for my own. Once again, we go back to Perth, Australia, which may be the place to be if some terrible stuff goes down and you need some help. A commuter on a Perth train falls between the train and the platform as the train okay. Also der Mann möchte in den Zug einsteigen und ihr wisst ja, es gibt ja immer zwischen dem Zug und dem Bahnsteig so einen kleinen Zwischenraum. Der ist zwar nicht groß, aber theoretisch, wenn man da reinsteigt, also das ist möglich, da reinzusteigen, so denke ich mal, weiß ja jeder. Und der Mann möchte halt eben in den Zug einsteigen, steigt aber genau in diesen Zwischenraum rein. Und wenn der Zug natürlich dann losfährt, dann wäre das natürlich nicht gut. Ich bin gespannt, was die machen mit dem. Also ich weiß nicht, ob man den da einfach so rausziehen kann. Ich glaube, gut, die Leute mit den orangenen Westen werden wahrscheinlich irgendwie so, ja nicht Aufsichten, aber halt, ihr kennt das ja, diese Leute, die halt immer rumstehen, so am Bahnsteig, die da arbeiten und so. Also die zu dem Zug sozusagen gehören und dann ist das schon mal gut, dass die das gesehen haben, weil dann wird der Zug nicht einfach losfahren. Bedeutet, das ist immerhin jetzt nicht so die Gefahr, aber die müssen ja trotzdem da rausbekommen und die Frage ist halt wirklich, wie der da drin steckt, wie einfach das halt ist, ob man den halt einfach nur hochziehen muss oder again, squeezing his leg against the platform. Okay, in dem Fall ist es schwieriger, jetzt sieht man es deutlich. Das ist auch richtig zusammengedrückt hier, der Oberschenkel. Man sieht ja, wie breit die eigentlich sind von ihm und wie krass das hier zusammengedrückt ist. Das sieht schon echt heftig aus. Der Zwischenraum ist halt echt klein, aber er ist halt durch diese Wucht, mit der er halt da reingerutscht ist, war das halt überhaupt möglich, dass er mit so breiten Oberschenkeln da überhaupt reinpasst. Und ja, das ist, denke ich mal, echt schwierig, den da rauszuholen, weil man müsste den Zug ja weiter nach drüben bringen. Geht ja nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach so einen Zentimeter rüberschieben. Dann müsste man den Zug, was müsste man dann machen? Das ist echt krass. Moving the train would shear the man's leg off, and bringing in the necessary equipment to free the man would take hours while he suffers in terrible pain. However, in an heroic effort, the train passengers band together to save the man, pushing the 43-ton train. Okay, das ist heftig. Also die Leute versuchen, das ist krass, dass da so viele mitmachen, muss man sagen, ja. Also die Leute versuchen jetzt den Zug nach drüben zu lehnen sozusagen, also dass er so nach drüben geht und dann können die den Mann halt, also dann kann der halt relativ einfach eigentlich rauskommen. Das ist eigentlich auch, wenn man so bedenkt, wirklich somit die einzige Lösung, die irgendwie relativ einfach und noch, ja, irgendwie ohne Probleme wahrscheinlich verläuft. With all their might. They actually managed to lift the massive train car enough to free the man and save his trapped leg. Okay, er hat's geschafft. Ey, aber krass, dass da so viele Leute mitmachen, ne? Heftig. Okay, das letzte Video. In a Seoul, South Korea subway station, a small child wanders off from his mother and falls onto the tracks. The child's mother and onlookers on both sides of the track panic. No one is sure what to do. A 17-year-old boy walks onto the platform and sees the situation. Okay, also ein kleines Kind ist von der Mutter sozusagen weggelaufen, beziehungsweise ohne, dass die es halt erst gemerkt hat, ist er halt weggegangen von ihr und ist dann hier eben in der U-Bahn auf dieses U-Bahn-Gleis gelaufen. Und die wussten dann nicht, was sie machen sollten und jetzt kommt ein 17-jähriger Junge he charges through the crowd, crossing two sets of subway tracks. He grabs the child and rushes him back to safety. Just as two subway. Okay, warte mal, wie hat er das gemacht? Ich will das nochmal kurz sehen. He charges. Also er ist hier runtergelaufen, ist rübergegangen in diesen Zwischenraum, nimmt das Kind. Okay, das ist aber eine echt schlaue Idee, weil wenn die U-Bahn kommt, wenn er da drin steht, passiert ihm mal nichts. Wenn er vorne auf dem Gleis steht, ist er natürlich tot wahrscheinlich. Ja gut, okay, so schnell fährt die auch nicht rein, aber würde er sich auf jeden Fall verletzen, so. Kommt halt drauf an, kann ich einschätzen, wie schnell die hier durchfährt. Aber wenn die da hält, ist die wahrscheinlich nicht so schnell. Aber trotzdem ist das natürlich schon gefährlich, sehr gefährlich. Und von daher ist es natürlich gut, wenn er hier in diesen Zwischenraum reingeht. Da hat er das Kind in den Zwischenraum gemacht sozusagen. Hat gesehen, die kommt nicht, die U-Bahn. Hat das Kind wieder genommen und ist wieder rüber. As two subway trains barrel toward the station. 17-year-old subway hero gained national celebrity in South Korea. And the clip of his courageous rescue was featured in a Frage, ne? Wenn die U-Bahn natürlich durchfährt, ist die auch viel schneller. TV commercial for Korea Telecom.
Okay, Freunde, das war das Video für heute. Ich finde, das krasseste in dem Video war das letzte eigentlich so mit, beziehungsweise eigentlich war schon echt viel krasses dabei. Also ich fand das kleine Kind zum Beispiel, was keine Luft mehr bekommen hatte, war heftig. Oder halt eben jetzt hier der letzte Clip, der war auch heftig. Oder auch der Mann, der den Fuß da eben zwischen dem Zug und dem Bahnsteig eingeklemmt hat. Es waren viele krasse Sachen dabei. Ich kann gerne mal gucken. Ich denke, es gibt bestimmt noch mehr Videos mit ähnlichen Sachen. So, können wir uns auch gerne anschauen, Freunde. Dann schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare. Ansonsten kommt morgen wieder ein Video online. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen, Freunde. Wir stehen relativ knapp vor den 2K. Wäre cool, wenn wir die in den nächsten Wochen erreichen würden. Und ja, Mann, dann sehen wir uns einfach hoffentlich morgen wieder bei dem neuen Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.